Willkommen im schönsten Keller von ganz Osttirol und willkommen zu einer weiteren Folge von Pimp My Studio. Heute soll es wieder um mein Rack hier gehen, mein mobiles Rack, das ich so für Veranstaltungen und so weiter geplant habe. Die mein Video gesehen haben, wo ich es aufgebaut habe, die wissen, dass ich damals ein Gehäuse von einem Computer eingebaut habe. Allerdings ist der Computer noch leer und den baue ich heute zusammen. Dafür habe ich hier das ganze Zeugs. Ich würde sagen, ich zeige euch einfach, was für Komponenten ich plane, dann in den Computer einzubauen. Anschliessend baue ich den dann zusammen, richte ihn ein und setze ihn auf. Und ja, viel mehr gibt es in diesem Video dann auch nicht zu sehen. Jedenfalls, was haben wir hier alles? Wir haben Arbeitsspeicher, Festplatte, CPU, Sport und eine schwarze, unauffällige Schachtel. Ja, das kommt alles rein, mehr gibt es nicht. Und in dem Sinne habt ihr eigentlich schon alles gesehen. Darum sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und ciao zusammen. Okay, das war nur ein Gag. Haha, wir haben gelacht, voll lustig. Nein, jetzt im Ernst. Also, was kommt alles in den Computer rein? Als erstes haben wir hier mal 2x8 GB Arbeitsspeicher. Also der Computer hat am Schluss 16 GB Arbeitsspeicher, weil 2x8 16 ist. Haha. Es ist einfach, von mir aus gesehen, braucht ein Rechner heutzutage mindestens 16 GB Arbeitsspeicher, wenn das Windows 10 drauf läuft, damit einfach alles flüssig läuft. Obwohl der Rechner später nicht viel machen muss, außer die Musik abspielen. Aber trotzdem, 16 GB gehört meiner Meinung nach in jeden Rechner rein. Dann haben wir zweimal jeweils 1 TB SATA M2 Festplatten. Die werde ich dann im nächsten Schritt zu einem RAID-1-Verbund zusammenschliessen. Ich weiss aber ehrlich gesagt nicht, ob das Motherboard RAID 1 unterstützt. Das habe ich gar nicht nachgeschaut, aber ich gehe mal schwer davon aus. Weil beim Board handelt es sich um ein ASRock Phantom Gaming ITX TB3. Es ist sozusagen ein Gaming-Motherboard, das alles kann. Es hat LED-Lichter. Also, es kann alles. Wenn es LED-Lichter hat, dann geht alles viel besser. Nein, was mir wichtig war, ist, dass es klein ist und dass es WLAN hat. Und mehr ist mir gar nicht gegangen und darum bin ich auf das gekommen. Ja, haha. Und dann haben wir hier die CPU, eigentlich die Rechenleistung von dem ganzen Rechner. Es ist ein Intel i5 von der 10. Generation. Nichts Spezielles, aber wie gesagt, der Rechner muss auch nichts können. Und dann haben wir hier die ominöse schwarze Schachtel, die völlig unauffällig ist. Und Achtung, jetzt kommt der zweite Gag. Haha, weil in dieser Schachtel ist ein Dildo drin. Haha, was haben wir gelacht. So, bauen wir das Zeug ein. Kommen wir zum ASRock Board. Wie gesagt, es ist ein ITX-Board, ziemlich klein. Aber dafür auch herzig. Wie ihr hier seht, ich habe es ein bisschen näher in die Kamera. Es hat sämtliche notwendige Anschlüsse, zweimal WLAN-Antennen, dann haben wir Displayport, HDMI, einen PS2-Anschluss für Maus oder Tastatur und USB 3.2 und auch 3.1 Anschlüsse. Hier haben wir nur einen USB-C-Anschluss und die Audioanschlüsse. Wie gesagt, den werde ich brauchen, um auf den Mixer zu gehen. Viel mehr ist da eigentlich nicht zu sehen. Hier noch Clearmos-Knopf, auch ganz interessant, falls jemand übertakten will oder so. Ist bei mir jetzt hier sicher nicht der Fall. Was bei diesem Board ganz interessant ist, das erste Mal, als ich es angeschaut habe, habe ich nicht gefunden, wo ich hier meine M2-Festplatten installiere. Die werden hier drauf angeschlossen. Das muss ich jetzt wahrscheinlich rausnehmen und dann die Festplatte hier drauf tun, irgendwie. Ich weiß noch nicht genau wie, aber wir werden es sehen. Das wird schon gut kommen. Wie gesagt, kompakt, klein, herzig, super.
Ich habe gerade ein bisschen ein Problem. Und zwar habe ich feststellen müssen, ich habe jetzt meine M2-Festplatte auf das Board bauen. Dazu muss man die Platine hier ausbauen. Und da sieht man hier haben wir den M2-Anschluss. So weit, so gut, alles schön und gut. Allerdings nur eine und mir fehlt der zweite M2-Anschluss und auf dem Board sehe ich auch nichts. Vielleicht bin ich einfach zu blind, aber ich finde darauf nichts. Ja gut, jetzt in der Kamera sieht man es nicht wirklich gut. Das Licht heben. Ja, es ist komisch, weil es sind auch 2 Schrauben für 2 M2-Festplatten dabei. Und ich habe in der Beschreibung auch gelesen, dass 2 drauf passen. Aber ich muss jetzt halt wirklich einfach die Anleitung anschauen, weil ich bin anscheinend zu blöd. Hey, das müsst ihr euch anschauen. Das ist nicht schlecht. Das Board hat auf der Rückseite einen M2-Anschluss. Das habe ich auch noch nie gesehen. Auf der Rückseite vom Board ist ein M2-Anschluss. Ach du Scheiße, und zwar nur für die ganz lange. Muss ich schauen, ob wir das richtige Zeug bestellt haben. Machen wir mal so weit weiter, so weit wir halt kommen. Dildo. So, der PC ist zusammengebaut, verkabelt und angeschlossen. Und jetzt kommt der spannende Moment, wenn man aufs Knöpfchen drückt, um zu schauen, ob es wirklich funktioniert oder nicht. Ich bin gespannt. Wo haben wir ihn? Da. Also Strom kriegt er mal und schauen, ob wir irgendetwas am Bildschirm bekommen. Innen dran leuchtet es auch ganz wild umeinander. Aber am Bildschirm habe ich noch kein Signal. Gar nichts. Zack, Schnitt zurück, da sind wir wieder. Es hat tatsächlich nur am Displayport-Kabel gehangen. Ich habe ihn jetzt über HDMI angeschlossen und wie ihr seht, funktioniert er auch. Ich werde ihn jetzt aufsetzen und anschliessend bauen wir ihn wieder ins Rack ein.
Ja, wie ihr seht, ist der Computer fertig aufgesetzt und eingerichtet und auch schon wieder ins Rack eingebaut worden. Ich habe ihn jetzt mal provisorisch an den Bildschirm angeschlossen, mit einer Maus und einer Tastatur. Im späteren Verlauf von meinem mobilen Rackbau werde ich hier dann auch einen ausziehbaren Bildschirm dazu bauen, aber das kommt erst. Jetzt will ich euch eine Audiosoftware zeigen, die ich persönlich für die geilste Audio-Abspielsoftware halte überhaupt. Und da kommt der Intro-Sound dazu. Winamp. It really whips the llama's ass. Der gute alte Winamp. Sollte es wirklich Leute da draussen geben, die noch nie etwas von Winamp gehört haben, schaut euch das Programm an. Also meiner Meinung nach das geilste Audio-Abspielprogramm, das es je hat gegeben und was es je hat, gibt es wahrscheinlich. Und in dem Sinne sage ich auch schon vielen Dank fürs Zuschauen und ciao zusammen.